Guten Tag, Deutsche Bank Service, wie kann ich helfen? Guten Tag, ich möchte ein Bankkonto eröffnen. Natürlich, darf ich fragen, wofür Sie das Konto benötigen? Ich bin aus der Ukraine gekommen und brauche ein Konto für die Arbeit. Verstehe. Haben Sie bereits eine Meldeadresse in Deutschland? Ja, ich wohne in einer Wohnung in Berlin Mitte. Sehr gut. Können Sie Ihren Pass oder Aufenthaltstitel vorlegen? Ja, ich habe einen biometrischen ukrainischen Pass. Perfekt. Arbeiten Sie bereits oder beginnt die Arbeit erst? Ich beginne nächste Woche in einem IT-Unternehmen. Dann empfehle ich Ihnen unser Basiskonto für Arbeitnehmer. Was brauche ich dafür außer dem Pass? Sie benötigen die Meldebescheinigung und eventuell den Arbeitsvertrag. Die Meldebescheinigung habe ich, den Vertrag auch. Sehr gut. Möchten Sie das Konto heute eröffnen? Ja, am liebsten heute, wenn es möglich ist. Natürlich. Haben Sie bereits eine Steuer-ID? Nein, ich habe die Steuer-ID noch nicht erhalten. Kein Problem, Sie können das später nachreichen. Gut, danke. Welche Gebühren hat das Konto? Das Basiskonto kostet 5 Euro pro Monat. Gibt es eine Karte dazu? Ja, Sie erhalten eine Debitkarte innerhalb von 5 Tagen. Kann ich Online-Banking sofort nutzen? Ja, nach der Registrierung bekommen Sie Zugangsdaten. Das ist sehr wichtig für meine Arbeit. Wir verstehen, deshalb erledigen wir alles so schnell wie möglich. Muss ich etwas vorher ausfüllen? Nein, wir machen alles gemeinsam im Termin. Wann kann ich vorbeikommen? Heute hätten wir Termine um 14 und 16 Uhr. Um 16 Uhr passt mir gut. Perfekt, ich reserviere den Termin für Sie. Vielen Dank. Soll ich alle Dokumente mitbringen? Ja, bitte Pass, Meldebescheinigung und Arbeitsvertrag. Sehr gut, ich bringe alles mit. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen vorher Informationen per E-Mail schicken. Ja, bitte senden Sie mir die Details. Wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? deli@mail.com. Danke, ich sende die Unterlagen sofort. Perfekt, ich warte auf Ihre Nachricht. Denken Sie daran, 10 Minuten früher zu kommen. Ja, mache ich, vielen Dank. Wir freuen uns, Sie später zu sehen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören und einen schönen Tag. Vielen Dank, ebenfalls. Guten Tag, willkommen bei der Deutschen Bank. Guten Tag, ich brauche einen Kontoauszug für die Botschaft von Kanada. Natürlich, gern. Für welchen Zeitraum benötigen Sie die Auszüge? Für die letzten 3 Monate, bitte. Kein Problem. Haben Sie Ihren Ausweis dabei? Ja, hier ist mein ukrainischer Pass. Vielen Dank, ich überprüfe kurz Ihre Daten. Kein Problem, ich warte. Ich habe Ihr Konto gefunden. Möchten Sie die Auszüge digital oder gedruckt? Ich brauche eine gedruckte Version mit Stempel. Selbstverständlich, das ist für Visa-Anträge üblich. Genau, das verlangt die kanadische Botschaft. Soll die Bescheinigung auch eine englische Übersetzung enthalten?
Ja, wenn es möglich ist, das wäre perfekt. Ja, wir bieten offizielle englische Kontoauszüge an. Sehr gut, das erleichtert meinen Antrag. Benötigen Sie auch eine Bestätigung über den aktuellen Kontostand? Ja, bitte fügen Sie das auch dazu. In Ordnung, ich bereite alles vor. Wie lange dauert das ungefähr? Etwa 10 Minuten, wenn Sie warten möchten. Ja, ich warte hier. Möchten Sie währenddessen einen Kaffee oder Wasser? Ein Glas Wasser wäre schön, danke. Sehr gern, ich bringe es Ihnen gleich. Vielen Dank für Ihre Freundlichkeit. Ihre Dokumente sind fast fertig. Super, das ging schnell. Ich drucke sie jetzt aus und füge den Stempel hinzu. Perfekt, danke schön. Hier sind Ihre Kontoauszüge und die Bestätigung. Kann ich kurz überprüfen? Natürlich, bitte schauen Sie alles in Ruhe durch. Ja, alles stimmt und sieht korrekt aus. Möchten Sie die Dokumente in einer Mappe mitnehmen? Ja, das wäre sehr praktisch. Hier bitteschön, eine Schutzmappe für Ihre Unterlagen. Vielen Dank, das hilft wirklich. Benötigen Sie sonst noch etwas für den Visa-Antrag? Vielleicht eine Bestätigung meiner Identität? Ja, wir können eine Identitätsbescheinigung ausstellen. Dann bitte ich auch darum. Einen Moment, ich mache das gleich fertig. Danke, ich warte. Hier ist Ihre Identitätsbestätigung mit Stempel. Vielen Dank für Ihre Hilfe heute. Sehr gern, wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Antrag. Ich hoffe, alles klappt gut. Bestimmt. Kanada ist ein tolles Ziel. Ja, ich freue mich sehr. Reisen Sie beruflich oder privat? Ich möchte dort arbeiten und vielleicht später studieren. Dann sind diese Unterlagen besonders wichtig. Ja, deshalb wollte ich, dass alles korrekt ist. Falls Sie später weitere Dokumente brauchen, melden Sie sich gern. Natürlich, danke für den Hinweis. Haben Sie noch Fragen? Nein, alles ist klar. Vielen Dank nochmals. Sehr gern. Einen schönen Tag für Sie. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, bis bald. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich möchte eine zusätzliche Karte eröffnen. Für wen soll die Karte ausgestellt werden? Für meinen Sohn, er ist 14 Jahre alt. Natürlich, das ist möglich. Haben Sie Ihren Ausweis dabei? Ja, hier ist mein Personalausweis. Danke. Haben Sie bereits ein Konto bei uns? Ja, ich habe hier mein Hauptkonto. Möchten Sie die neue Karte an dieses Konto binden? Ja, genau das brauche ich. Soll die Kinderkarte ein tägliches Limit haben? Ja, ich möchte ein Limit von 50 Euro. Alles klar, das ist ohne Probleme einstellbar. Kann ich das Limit später ändern? Ja, jederzeit über Online-Banking oder hier im Büro. Gut, das ist sehr praktisch. Bitte nennen Sie den vollständigen Namen Ihres Sohnes. Er heißt Leon Müller. Danke, ich trage die Daten ein. Braucht mein Sohn persönlich zu kommen?
Nein, da Sie der gesetzliche Vertreter sind. Das ist sehr gut, er ist heute in der Schule. Möchten Sie auch Benachrichtigungen über jede Zahlung? Ja, bitte auf mein Handy. Gut, ich aktiviere SMS-Benachrichtigungen. Wie lange dauert die Ausstellung der Karte? Die Karte wird innerhalb von 5 bis 7 Tagen zugestellt. Wird die Karte zu mir nach Hause geschickt? Ja, an Ihre bei uns registrierte Adresse. Perfekt, das passt. Möchten Sie zusätzlich ein Online-Profil für Ihren Sohn aktivieren? Nur ein eingeschränktes Profil, bitte. Gut, er wird nur sein Guthaben sehen können. Das reicht vollkommen. Sie erhalten gleich die Unterlagen zum Unterschreiben. Danke, geben Sie mir bitte alles. Hier sind die Formulare. Wo muss ich unterschreiben? Bitte auf der ersten und dritten Seite. Gut, ich unterschreibe sofort. Danke, ich überprüfe Ihre Unterschriften. Ist sonst noch etwas nötig? Nein, das war alles. Karte ist bestellt. Super, vielen Dank für Ihre Hilfe. Möchten Sie eine Kopie der Unterlagen? Ja, bitte per E-Mail. In Ordnung, ich sende sie Ihnen gleich. Perfekt, ich warte. Die E-Mail wurde verschickt. Ich habe sie erhalten, danke. Kann ich heute noch etwas anderes für Sie tun? Nein, das war alles, vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Ihnen auch einen schönen Tag. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich möchte ein neues Konto eröffnen. Möchten Sie ein Girokonto oder ein Sparkonto? Ein Girokonto mit einer Visa-Karte, bitte. Natürlich, das können wir gerne einrichten. Welche Unterlagen benötigen Sie von mir? Wir benötigen Ihren Pass und Ihre Meldebescheinigung. Hier sind beide Dokumente. Vielen Dank, ich überprüfe die Daten. Wie lange dauert die Kontoeröffnung? Normalerweise etwa 10 Minuten. Sehr gut, ich habe etwas Zeit. Arbeiten Sie derzeit in Deutschland? Ja, ich habe eine Arbeitsstelle in München. Dann können wir Ihnen ein reguläres Visakonto anbieten. Gibt es monatliche Gebühren? Ja, die Kontoführungsgebühr beträgt 5 Euro. Das ist in Ordnung. Möchten Sie Online-Banking aktivieren? Ja, unbedingt. Sie können dann alle Zahlungen digital verwalten. Das klingt sehr praktisch. Welche Karte erhalte ich genau? Eine Visa-Debitkarte mit Kontaktlos-Funktion. Möchten Sie wissen, worin sich Visa und Mastercard unterscheiden? Ja, das würde mich interessieren. Beide Karten funktionieren weltweit, aber Visa wird in Nordamerika häufiger akzeptiert. Welche ist in Deutschland praktischer? In Deutschland werden beide Systeme gleich gut akzeptiert. Gibt es Unterschiede bei den Gebühren? Bei unserem Konto sind die Gebühren für beide Karten identisch. Und wie sieht es mit Online-Zahlungen aus? Für Online-Einkäufe bieten beide Karten hohe Sicherheit durch 3D-Secure. Welche Karte empfehlen Sie persönlich?
Wenn Sie oft reisen, ist Visa etwas flexibler. Gut, dann bleibe ich bei Visa. Wird die Karte zu mir nach Hause geschickt? Ja, innerhalb von 4 bis 6 Tagen. Kann ich eine PIN selbst wählen? Ja, nach Aktivierung der Karte. Möchten Sie ein Tageslimit festlegen? Ja, 500 € reichen aus. Gut, ich trage das im System ein. Kann ich auch Apple Pay nutzen? Ja, nach der Freischaltung der Karte. Perfekt, das brauche ich oft. Haben Sie Fragen zu den Gebühren? Nein, alles ist verständlich. Dann drucke ich die Vertragsunterlagen aus. Gut, ich warte. Hier sind die Unterlagen, bitte lesen Sie alles durch. Ich habe sie gelesen, wo unterschreibe ich? Auf der ersten und letzten Seite, bitte. Gut, ich unterschreibe jetzt. Vielen Dank, ich überprüfe die Unterschriften. Bekomme ich eine vorläufige Karte? Sie erhalten eine digitale Sofortkarte in der App. Großartig, das ist sehr praktisch. Ihr Konto ist jetzt eröffnet. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Sehr gerne, wir freuen uns, Sie als Kundin zu haben. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag. Ihnen ebenfalls einen schönen Tag. Danke, auf Wiedersehen. Guten Tag, willkommen in unserer Filiale. Guten Tag, wir möchten einen Autokredit aufnehmen. Natürlich, für welches Fahrzeug benötigen Sie den Kredit? Für einen neuen Familienwagen von Volkswagen. Wie hoch ist der Kaufpreis des Fahrzeugs? Er kostet rund 32.000 €. Möchten Sie den gesamten Betrag finanzieren? Nein, wir zahlen 5.000 € Anzahlung. Dann bräuchten Sie also 27.000 € Kredit? Ja, genau. Haben Sie bereits ein Einkommen nachgewiesen? Wir haben Gehaltsabrechnungen dabei. Sehr gut, dann kann ich den Antrag aufnehmen. Wie lange dauert die Prüfung? Normalerweise etwa 10 bis 15 Minuten. Das ist in Ordnung, wir können warten. Haben Sie laufende Kredite oder Verpflichtungen? Nein, wir haben keine anderen Kredite. Sehr gut, das erhöht Ihre Chancen. Welche Laufzeiten bieten Sie an? Wir bieten 36, 48 und 60 Monate an. Welche monatlichen Raten wären das ungefähr? Das hängt von der Laufzeit ab. Können Sie uns alle 3 Optionen nennen? Bei 36 Monaten circa 810 € monatlich. Das ist etwas zu hoch. Bei 48 Monaten circa 630 € monatlich. Das klingt realistischer. Bei 60 Monaten wären es etwa 530 € monatlich. Das wäre perfekt für uns. Möchten Sie eine Restschuldversicherung abschließen? Wie viel würde sie kosten? Zwischen 12 und 18 € pro Monat. Wir müssen darüber kurz nachdenken. Natürlich, entscheiden Sie in Ruhe. Können wir sie später hinzufügen? Ja, innerhalb der ersten 6 Monate. Dann verzichten wir vorerst darauf. Gut, dann trage ich das so ein. Welche Dokumente müssen wir unterschreiben? Den Kreditvertrag und die Datenschutzunterlagen. Können wir alles aufmerksam durchlesen? Natürlich, nehmen Sie sich Zeit.
Danke, wir prüfen alles. Haben Sie Fragen zum Zinssatz? Wie hoch ist der effektive Jahreszins? Aktuell liegt er bei 4,9%. Das ist akzeptabel. Möchten Sie den Kredit jetzt abschließen? Ja, wir sind bereit. Gut, bitte unterschreiben Sie hier und hier. In Ordnung, wir unterschreiben. Vielen Dank, ich prüfe die Unterschriften. Wie schnell erhalten wir eine Entscheidung? Innerhalb von 2 Minuten liegt die Entscheidung vor. Das ist sehr schnell. Der Kredit wurde genehmigt. Super, vielen Dank. Das Geld wird direkt an den Autohändler überwiesen. Perfekt, das erleichtert vieles. Möchten Sie eine Kopie des Vertrags per E-Mail? Ja, bitte an diese Adresse. Alles klar, ich sende Ihnen alles sofort zu. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Sehr gern, viel Freude mit Ihrem neuen Auto. Dankeschön, einen schönen Tag noch. Guten Tag, ich bin für Firmenleasing zuständig. Guten Tag, ich möchte einen neuen G-Klasse leasen. Für welches Unternehmen soll der Vertrag laufen? Für meine Baufirma Keller und Partner GmbH. Haben Sie bereits die Fahrzeugkonfiguration abgeschlossen? Ja, ein G63 AMG, schwarz, Vollausstattung. Sehr gut, der Listenpreis liegt bei etwa 195.000 Euro. Ja, das passt, wir haben das Budget eingeplant. Möchten Sie eine Anzahlung leisten? Ja, wir planen 20.000 Euro anzuzahlen. Das reduziert die monatliche Leasingrate deutlich. Können Sie eine ungefähre Rate nennen? Bei 48 Monaten wären es etwa 2.850 Euro netto. Das klingt vernünftig. Benötigen Sie einen Wartungsvertrag? Ja, Vollservice wäre wichtig. Dann füge ich das in die Kalkulation ein. Wie wirkt sich das auf die Rate aus? Das erhöht die Rate um etwa 120 Euro. Das ist in Ordnung. Möchten Sie auch eine Reifenversicherung? Ja, bitte hinzufügen. Sehr gut. Haben Sie aktuelle Unternehmensunterlagen dabei? Ja, hier ist der Handelsregisterauszug und die Bilanzen. Perfekt, das reicht für die Prüfung. Wie lange dauert die Bonitätsprüfung? Normalerweise 5 bis 10 Minuten. Gut, ich warte gern. Darf ich fragen, wie viele Fahrzeuge Ihre Firma nutzt? Wir haben 4 Transporter und 2 Pkw im Einsatz. Dann könnte ein Flottenrabatt möglich sein. Das wäre natürlich ideal. Ich prüfe das sofort im System. Vielen Dank. Gute Nachricht, Sie bekommen 3% Nachlass. Sehr schön, das freut mich. Möchten Sie das Fahrzeug geschäftlich oder auch privat nutzen? Nur geschäftlich, rein firmenbezogen. Dann gelten steuerlich klare Regeln. Sehr gut, das passt uns. Benötigen Sie eine Vollkaskoversicherung über uns? Ja, bitte alles über die Bank. Die Prämie beträgt etwa 260 Euro monatlich. Okay, das nehmen wir dazu. Die Bonitätsprüfung ist abgeschlossen, alles positiv. Perfekt, dann können wir den Vertrag starten. Möchten Sie eine feste oder variable Rate? Feste Rate, bitte. Gut, das gebe ich ein. Wann können wir das Auto abholen? Der Wagen wäre in 3 Tagen abholbereit. Das passt sehr gut. Möchten Sie den Vertrag digital oder auf Papier? Digital ist uns lieber.
Gut, ich sende Ihnen alles per E-Mail zur Unterschrift. Senden Sie es bitte an meine Firmenadresse. Mache ich sofort. Vielen Dank für Ihre schnelle Arbeit. Sehr gern, wir freuen uns über Ihre Zusammenarbeit. Wir melden uns, sobald die Übergabe möglich ist. Ausgezeichnet, einen schönen Tag noch. Danke, Ihnen ebenfalls. Guten Tag, hier spricht Müller von der Volksbank München. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Ich rufe an, um Ihnen eine neue Kreditkarte anzubieten. Welche Art von Kreditkarte meinen Sie? Es handelt sich um eine Premiumkarte mit Limit von 30.000 Euro. 30.000 Euro klingt viel. Wofür ist die Karte gedacht? Sie bietet flexible Zahlungen und zusätzliche Reiseversicherungen. Kostet die Karte etwas monatlich? Die Grundgebühr beträgt 19 Euro pro Monat. Gibt es eine Mindestnutzung? Nein, eine Mindestnutzung gibt es nicht. Wie läuft der Antrag ab? Ich kann den Antrag telefonisch vorbereiten. Muss ich dafür ins Büro kommen? Nein, nur eine digitale Unterschrift ist nötig. Wie schnell bekomme ich die Karte? Sie erhalten sie innerhalb von 3 bis 5 Werktagen. Kann ich das Kreditlimit später ändern? Ja, Sie können das Limit jederzeit anpassen. Welche Versicherungen sind genau enthalten? Reiserücktritt, Mietwagenversicherung und Auslandsschutz. Das klingt interessant. Möchten Sie, dass ich den Antrag sofort starte? Ich bin mir noch nicht sicher. Gerne beantworte ich weitere Fragen. Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Sie benötigen ein deutsches Konto und regelmäßiges Einkommen. Mein Einkommen ist stabil. Reicht das? Ja, damit erfüllen Sie die Bedingungen. Gibt es einen Bonus für Neukunden? Ja, Sie erhalten 100 Euro Startbonus. Kann ich die Karte auch im Ausland nutzen? Natürlich, weltweit ohne Einschränkungen. Wie hoch sind die Auslandskosten? 1,5% pro Zahlung im Ausland. Und Bargeldabhebungen? Im Inland kostenlos, im Ausland 2%. Kann ich die Karte auch für Online-Abos nutzen? Ja, für alle digitalen Dienste geeignet. Wie sicher ist die Karte? Sie nutzt 3D Secure, Echtzeitbenachrichtigungen und Betrugsschutz. Das gefällt mir. Dann empfehle ich Ihnen, die Karte zu testen. Kann ich sie jederzeit kündigen? Ja, mit einer Frist von 2 Wochen. Gut, dann möchte ich die Karte bestellen. Perfekt, ich starte den Antrag jetzt. Was benötigen Sie von mir? Nur Ihre Identität und Gehaltsnachweise. Ich habe alles dabei. Super, dann dauert es nur ein paar Minuten. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Sehr gerne, wir freuen uns über Ihr Vertrauen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag. Danke ebenfalls. Guten Tag, willkommen bei der Bayerischen Landesbank. Guten Tag, wir möchten eine Wohnung in München kaufen. Sehr gern, in welchem Stadtteil möchten Sie kaufen? Wir suchen eine Wohnung im Zentrum, möglichst nahe Marienplatz. Verstehe, das ist eine sehr beliebte Lage. Ja, wir haben dort eine geeignete Dreizimmerwohnung gefunden. Wie hoch ist der Kaufpreis der Wohnung? Der Preis liegt bei etwa 1,8 Millionen Euro. Und wie viel möchten Sie finanzieren? Wir möchten etwa 1,5 Millionen finanzieren. Haben Sie Eigenkapital zur Verfügung? Ja, wir haben etwa 300.000 Euro Eigenkapital. Sehr gut, das verbessert die Konditionen. Welche Zinsen gelten derzeit für Hypotheken? Der aktuelle Zinssatz liegt bei 3,2% fest für 15 Jahre.
Können wir die Laufzeit auf 20 Jahre erhöhen? Ja, das ist möglich, aber die Zinsen steigen leicht. Wie hoch wären die Raten pro Monat? Für 20 Jahre wären es etwa 8.200 € monatlich. Das ist hoch, aber für uns machbar. Möchten Sie einen Antrag vorbereiten? Ja, wir möchten den Prozess starten. Gut, ich benötige Ihr Einkommen und Ihre Arbeitsverträge. Wir haben alle Dokumente dabei. Perfekt, dann kann ich die Prüfung sofort starten. Wie lange dauert die Entscheidung? Normalerweise 1 bis 3 Werktage. Können wir die Wohnung reservieren? Ja, mit einer Finanzierungsbestätigung vom Bank. Wann können wir diese Bestätigung erhalten? Sobald die Prüfung abgeschlossen ist. Brauchen wir eine Immobilienbewertung? Ja, unser Gutachter wird die Wohnung prüfen. Wie schnell kann der Gutachter kommen? In der Regel innerhalb von 2 Tagen. Das ist perfekt. Haben Sie noch weitere Fragen zur Finanzierung? Wie lange bleibt der Zinssatz gültig? Der Zinssatz bleibt 30 Tage reserviert. Gut, das reicht uns. Dann starten wir den Antrag jetzt. Ja, bitte. Ich schicke Ihnen gleich alle Unterlagen digital zu. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Sehr gerne, wir begleiten Sie bis zum Kaufabschluss. Das bedeutet uns viel, danke. Auf Wunsch können wir auch eine Versicherung anbieten. Wir denken darüber nach. Gut, ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer neuen Wohnung. Danke, wir freuen uns schon darauf. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich möchte alle meine Konten schließen. Darf ich fragen, warum Sie das wünschen? Ich bin mit den Gebühren unzufrieden. Verstehe, aber wir könnten Ihnen ein Sonderangebot machen. Was für ein Angebot? Wir können Ihnen 3 Jahre kostenloses Kontoführen anbieten. 3 Jahre kostenlos? Klingt interessant. Ja, ohne monatliche Gebühren und mit Extras. Welche Extras meinen Sie? Kostenlose Kreditkarte und unbegrenzte Überweisungen. Das wäre praktisch. Möchten Sie das Angebot ausprobieren? Ich bin unsicher, ob ich bleiben soll. Wir möchten Sie gern als Kunden behalten. Ich verstehe, aber ich überlege noch. Sie verlieren Ihre Vorteile, wenn Sie kündigen. Welche Vorteile habe ich aktuell? Kostenlose Bargeldabhebungen und niedrige Kreditkartengebühren. Gut, aber warum wurde die Gebühr erhöht? Das war eine bundesweite Anpassung. Das gefällt mir trotzdem nicht. Deshalb bieten wir Ihnen die kostenlose Option. Ich möchte wissen, ob es wirklich kostenlos ist. Ja, komplett ohne versteckte Kosten. Bekomme ich das schriftlich? Natürlich, ich kann es sofort ausdrucken. Gut, dann sehe ich mir das an. Wenn Sie möchten, kann ich Ihre Konten aktiv lassen. Nein, ich wollte ursprünglich schließen. Verstehe, aber überlegen Sie es sich bitte noch einmal. Gibt es sonst noch Vorteile? Ja, Sie erhalten auch einen persönlichen Berater. Das klingt hilfreich. Wir können alles gleich einrichten. Ich brauche noch etwas Zeit. Natürlich, ich kann Ihnen einen Vorschlag mitgeben. Gut, ich nehme es mit. Soll ich Ihre Kündigung vorerst stoppen? Ja, stoppen Sie es bitte. Sehr gut, dann bleibt Ihr Konto aktiv. Ich entscheide mich bald. Kein Problem, wir sind für Sie da. Danke für die Informationen. Sehr gern, einen schönen Tag. Danke, ebenfalls.
Guten Tag, willkommen in unserer Bank. Guten Tag, danke schön. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte ein Depot eröffnen. Möchten Sie kurzfristig oder langfristig sparen? Lieber langfristig, mindestens ein Jahr. Wir haben attraktive Jahreszinsen. Wie hoch sind die Zinsen? Aktuell sind es 3,2%. Das klingt interessant. Haben Sie bereits ein Konto hier? Ja, ich bin seit 2 Jahren Kunde. Sehr gut, dann geht es schneller. Welche Unterlagen brauchen Sie? Nur Ihren Ausweis und Bankkarte. Ich habe alles dabei. Möchten Sie monatlich einzahlen? Nein, eine einmalige Einzahlung reicht. Wie viel möchten Sie einzahlen? 10.000 Euro zum Start. Das ist problemlos möglich. Gibt es Gebühren dafür? Nein, die Eröffnung ist kostenlos. Sehr gut, gefällt mir. Sie erhalten jährliche Abrechnungen. Kann ich online alles sehen? Ja, über unser Online-Banking. Das nutze ich regelmäßig. Möchten Sie eine Beratung dazu? Ja, das wäre hilfreich. Ich erkläre Ihnen die wichtigsten Funktionen. Danke, ich höre zu. Sie können Einzahlungen jederzeit ändern. Und kann ich vorzeitig kündigen? Ja, aber mit geringerer Rendite. Verstehe, kein Problem. Ich bereite die Unterlagen vor. Wie lange dauert das? Nur wenige Minuten. Perfekt, ich warte gern. Bitte unterschreiben Sie hier. Natürlich, hier bitte. Vielen Dank, alles abgeschlossen. Danke für Ihre Hilfe. Sehr gern, wir freuen uns. Einen schönen Tag noch. Ihnen ebenfalls einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen und viel Erfolg. Danke, bis bald.